diesem Video stelle ich euch meine Spiro-Montage für das Spinnfischen an der Ostsee vor. In Dänemark, unter anderem als Bombarder Rig bekannt, gehörte diese Angelmethode zu den effektivsten Wegen, eine Meerforelle zu fangen. Der größte Vorteil der Montage ist die enorme Wurfweite, kombiniert mit der Möglichkeit, Fliegen ohne große Scheuchwirkung zu präsentieren. Kommen wir nun zu den Details. Ich fische eine leicht abgewandelte Version der Spiro-Montage, die meiner Meinung nach noch besser auf das Bartfischen angepasst ist. Bei dieser Variante sitzt der Spiro auf einem Vorfach und nicht auf der Hauptschnur. Das hat einige Vorteile, so kann man zum Beispiel schnell und unkompliziert zwischen Blinker und Spiro wechseln und braucht keinen dreifachen Wirbel wegen dem Schnurdrall. Hier seht ihr schon alles, was ihr benötigt. Ich gehe jetzt auf jedes der einzelnen Teile ein. Ein Spirulino zwischen 15 und 30 Gramm, je nachdem wie viel Wurfgewicht eure Rute hat. Um das optimale Wurfgewicht für eure Rute rauszufinden, gibt es eine einfache Formel. Zählt einfach das minimale und das maximale Wurfgewicht eurer Rute zusammen und teilt das Ganze durch 2. Dann habt ihr einen guten Anhaltspunkt. Ich persönlich fische 20 Gramm Spiros an der Küste und meine Rute hat ein Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm. Etwa 50 cm monophile Schnur in 0,50er Stärke. 2 kleine Törnchenwirbel, die mindestens 6 Kilo Tragkraft haben sollten. 2 kleine Gummiperlen. 2 bis 3 Meter Fluorocarbon in der Stärke 0,28. Ein Anti-Tangle-Röhrchen. Eine Meerforellenfliege eurer Wahl. Ich würde euch die Polar Magnus empfehlen, wenn ihr Neueinsteiger seid, weil diese Fliege das ganze Jahr über fängt und ihr damit nichts verkehrt machen könnt. Um das Ganze dann auch ordentlich zu verstauen und nutzen zu können, würde ich euch auf jeden Fall auch ein Wickelbrett empfehlen. Zu guter Letzt benötigt ihr dann natürlich noch eine Schere oder einen Schnurknipser, um die Montage zusammenzubauen. Und so baut ihr das Ganze zusammen. Zuerst nehmt ihr den Spiro und führt die 50 cm monophile Schnur durch den Spiro hindurch. Dann nehmt ihr eine von den Gummiperlen und zieht sie von unten über die Schnur, dass sie am unteren Ende des Spiros sitzt, also auf der dicken Seite des Spiros. Danach folgt das Anti-Tangle-Röhrchen, das ebenfalls rübergezogen wird. Und dann kommt auch schon die zweite Perle, die von unten ans Röhrchen kommt. Anschließend befestigt ihr am oberen und am unteren Ende der Schnur jeweils ein Törnchenwirbel. Denkt daran, die Schnur immer zu befeuchten, bevor ihr einen Knoten macht. Dann noch die überstehenden Zipfel großzügig abschneiden, dass der Knoten sich unter Belastung noch etwas nachziehen kann. Jetzt knotet ihr am unteren Ende der Montage, wo das Röhrchen und die Perlen sitzen, an den Törnchenwirbel die 2 bis 3 Meter Fluorocarbon ran. Dazu verwendet ihr ebenfalls den Clinchknoten. Und dann fehlt auch nur noch die Fliege am Ende des Fluorocarbon, die ihr mit einem Rapala-Knoten befestigen solltet. Wir sind fertig und ihr seht schon, das Ganze wirkt ein bisschen chaotisch. Deswegen auf jeden Fall das Wickelbrett verwenden, das ich am Anfang erwähnt habe, und die komplette Montage darauf aufwickeln. Dazu einfach den Haken über das Wickelbrett rüber, dann kann sich auch keiner mehr dran verletzen, und das Ganze einmal aufwickeln. Danach könnt ihr das Ganze problemlos in eurer Bartweste oder eurem Rucksack verstauen. Ein schneller Wechsel zwischen Blinker und Spiro ist ebenfalls möglich. Den Spiro befestigen tut ihr einfach mit dem oberen Törnchenwirbel, den ihr an den Karabinerwirbel eurer Hauptschnur festmacht. So könnt ihr auch binnen weniger Sekunden von Spiro auf Blinker wechseln. Jetzt noch ein paar ergänzende Informationen. Die optimale Länge des Fluorocarbon-Vorfachs hängt immer von den Bedingungen und eurem Angelgerät ab. Steht ihr zum Beispiel im Wasser und habt eine sehr lange Rute, dann könnt ihr auch durchaus 3,50 Meter fischen, weil dann habt ihr kein Problem, hinter euch irgendwo hängen zu bleiben und könnt locker damit werfen. Steht ihr am Land und habt nur eine 3 Meter Spinnrute, könnt ihr die Vorfachlänge auch stark verkürzen auf zum Beispiel 1,50 Meter und könnt dann von Land aus immer noch effektiv werfen. Fische werden trotzdem beißen. Beim Auswerfen der Spiro-Montage müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es wird dazu geraten, dass man die Montage kurz vorm Aufschlagen im Wasser einmal in der Luft abbremst. Dazu könnt ihr in die Schnur greifen
oder den Bügel früher umlegen. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht immer notwendig ist, da bei Seitenwind das Vorfach schräg in der Luft liegt und ordentlich auf dem Wasser aufkommt und nicht vertüdelt. Ist mal ein bisschen abhängig von den Bedingungen vor Ort und von eurem Wurfstil auch noch. Also achtet einfach mal drauf, es könnte sein, dass ihr es gar nicht machen müsst. Wenn ihr beim Einholen aber schon seht, dass sich was vertüdelt hat, dann probiert das mit dem Abstoppen in der Luft mal aus. Als letzte wichtige Bonusinformation möchte ich nochmal auf den Spiro eingehen. Ich habe hier einen 20 Gramm sinkenden Spiro und ich würde euch auch immer zum sinkenden Spiro raten, denn bei der Meerforellenangelei holt man ziemlich schnell ein. Und selbst wenn man diese Montage langsam einkurbelt, schwimmt ein sinkender Spiro immer noch fast an der Oberfläche, also geht nur ganz leicht runter. Das heißt, ihr könnt selbst bestimmen bei dem sinkenden Spiro, in welcher Wassertiefe ihr angeln wollt. Wenn ihr sehr, sehr langsam kurbelt, dann könnt ihr auch weiter runterkommen. Wenn ihr normal schnell kurbelt, seid ihr an der Oberfläche. Also ihr habt die Möglichkeit. Wenn ihr jetzt aber einen schwimmenden Spiro nehmt, dann wird euch diese Möglichkeit komplett genommen und ihr müsst immer an der Oberfläche fischen. Deswegen würde ich sagen, also mit dem sinkenden Spiro seid ihr für fast alle Bedingungen gewappnet und die anderen beiden Optionen sind wirklich nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Beim Führungsstil des Köders scheiden sich natürlich die Geister, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mittelschnelles bis schnelles Einkurbeln sehr gut ist, da das den Jagdtrieb der Fische weckt und man weniger Fehlbisse hat. Außerdem kann man so als zusätzlichen Reiz hin und wieder einen Spin-Stop einstreuen. Das war's soweit, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch mal in andere Videos reinschaut. Bis dann, tight lines!